Hallo zusammen. Heute wird es ein kleines bisschen speziell. Ihr werdet es schon hören. Ich habe so eine richtig schöne Sommergrippe eingefangen. Und ja, ich dachte mir, wenn ich aussehe wie Rudolf das Rentier, dann will ich nicht unbedingt vor die Kamera. Das heißt, darauf hatte ich heute gar keine Lust. Deshalb machen wir das Intro heute so. Ich hoffe, das mit der Stimme geht einigermaßen. Ich kann zumindest wieder reden. Das war eine kleine Herausforderung diese Woche mit Meetings den ganzen Tag, Telefonmeetings, und dann keine Stimme zu haben. Aber nun ja, genug gejammert. Heute geht es um Folgendes. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, was ihr beim Papierbasteln mit einem Laminationsgerät und Laminationsfolien, und einerseits habe ich hier die glänzigen und die matten, da seht ihr dann auch den Unterschied. Da wollte ich euch einfach ein bisschen zeigen, was ihr damit so basteln könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe euch auf meinem Kanal schon ein paar Mal dieses Gerät gezeigt. Wie gesagt, nicht wirklich teuer. Ich habe das, glaube ich, im Ottos Warenposten für 30 Franken gekauft. Das ist ein Peach Laminator 750. Kann da nicht groß Hitzeeinstellungen machen, sondern einfach ein- und ausschalten. Aber der hat bis jetzt wirklich super Dienste geleistet. Und dann Laminationsfolien. Das sind immer solche, die oben zusammengeklippt sind oder schon zusammen gemacht sind. Und natürlich eben immer zwei Seiten. Und eben eine habe ich in matt mit dem Abschluss und eine in glänzend. Da werde ich euch ein paar Projekte damit zeigen. Und als erstes starten wir mit einem Travelers Notebook. Für den Inhalt habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich mache solche kleine Notizhefte eigentlich gerne selber. Das sind ganz einfach Kopierpapierseiten, die ich auf A5 zurechtgeschnitten habe und die dann zusammengeheftet habe und dann noch die Ecken abgerundet. Und so habe ich eigentlich wunderbar mit dem passenden Designpapier auch meine Notizblöcke. Ich habe 3, ich brauche 4, das machen wir, das 4. machen wir gleich noch. Und zwar, wie gesagt, hier die A5 Seiten, und ich mache das immer so, dass ich da ein bisschen Reserve lasse. Also einerseits die Höhe vom Notizbuch ist 14,8. Gucke ich ein bisschen, ob das Ganze ein Muster hat oder ob die Richtung eine Rolle spielt. Ja, okay. Also das hier ist unten. Da messe ich bei 14,8 ab. Schneide das schon mal in die Richtung. Und dann ist das hier 10,5 cm. Da ich das Ganze aber umlege, mache ich das immer gerne ein bisschen länger noch. Mal 2, machen wir 22. So, das hier falzen wir bei 11, einfach damit wir auf beiden Seiten so ein bisschen Raum haben. Wenn das nicht ganz passt, dann kann das noch zurückschneiden. Und die Seiten, ich habe hier 10 Seiten, das falze ich ganz einfach nur einmal. Einfach mit Schmackes. Und dann lässt sich das auch wunderbar genau richtig umlegen. Noch falzen, damit das möglichst schön zusammenklappt. Weil ihr seht, wenn ihr die zusammenlegt, dann falten sich oder fächern sich hier die Seiten so ein bisschen raus. Das schneiden wir nachher ab. Aber jetzt geht es mal darum, das hier schön mittig reinzulegen. Und ich habe hier einen Full Stitch, der ist extrem cool.
Das ist so ein Pocket-Stapler oder ein Broschürenhefter, weil normalerweise ist ja ein Postage oder ein Hefter so, ne? Und den kann ich tatsächlich in alle Richtungen ausrichten, weil wenn ich das jetzt hier zusammen machen möchte, dann reicht es nicht, weil ich komme nicht bis zur Falzkante. Und so kann ich das einfach hier drehen. Und dann habt ihr hier die Ausbuchtung, dass der jetzt in diese Richtung stanzt. Mal schön ausrichten. Dann lege ich das hier so drauf und gucke einfach, wenn ich den runterlege mal, dass der auf der Linie zu liegen kommt. Und dann einmal mit Schmackes. Und das Ganze auch noch auf der anderen Seite. So, dann habt ihr hier auf der Kante die Klammern, innen drin auch. Dann können wir das zusammen machen. Und jetzt haben wir hier noch Überstände, wenn wir das zusammenklappen. Und das mache ich ganz einfach so, dass ich das mit dem Hebelschneider jetzt auf, das hatte ich hier gemacht, glaube ich 10,5. Ja, dass ich das auf 10,5 schneide. Das heißt, ich lege den so rein, klappe das ein bisschen hoch, dass es hier flach ist. Schneide hier bei 10,5, dann drehe ich es um und schneide hier bei 10,5. Dann haben wir hier wunderbar schon ein Notizbuch selbst gemacht. Und was ich gerne mache, ist, dass ich hier die Ecken auch noch abrunde. Und zwar nehmen wir die Viertel-Inch Ecke. So, dann habe ich hier schon meine 4 Notizbücher selbst gemacht, genau in der Größe, wie ich das haben will. Ne? Super einfach gemacht und eben auch dann im passenden Designpapier. Das war mal der Inhalt. Jetzt will ich hier eine Hülle drum machen, dass ich das auch mitnehmen kann für unterwegs. Und dafür brauche ich folgende Maße. Von der Höhe her schneide ich das Papier auf 15. Dann ein Buch ist 10,5. Vorne darf es ruhig abschließen, oder? Ja. Das heißt 10,5 ist eine Seite, die zweite auch 10,5 und der Rücken, den ich machen werde, der muss natürlich groß genug sein, damit ich hier die Hefte reinmachen kann, und das sind bei mir 1,5. Ne? Wenn auch noch ein bisschen was reinkommt. Doch. Machen wir 1,5 Zentimeter. Das heißt, meine Seite muss sein 10,5 plus 10,5 macht 21 plus 1,5 macht 22,5. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Heute muss ich immer alles doppelt rechnen. 20, 21, 22, 22,5. Okay, gut. Das heißt, ich muss mein Papier zuschneiden auf 22,5 mal 15 cm. Das heißt, die Höhe sind 15. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer wechsle, ich bin hier, also Fiskars per se, super Produkte.
die Schneiderklinge, die hier drin ist halt einfach, die nutze ich relativ schnell ab und ich mag das super zum Falzen, zum genauen Falzen. Aber wenn es dann ums Schneiden geht, weil hier ist eine Rollklinge drin, das finde ich massiv angenehmer. Also, jetzt hatten wir gesagt 15. Und von der Länge her 22,5. So. Und dann müssen wir das noch falzen. Und das mache ich einfach von beiden Seiten bei 10,5. Könnt ihr im Ganzen so ein bisschen leicht, ich würde es noch nicht mit dem Falzbein feststreichen, weil das laminieren wir jetzt ja noch. Und zwar nehme ich hier dasjenige, was matt ist, weil ich den Abschluss halt einfach schöner finde. Passt jetzt so gerade nicht, dann nehmen wir es hier längs. Das heißt, ich stoße das hier vorne wirklich schön so rein, dass das anliegt. Dass ich hier oben eine Kante habe. Jetzt habe ich hier ringsherum noch Platz. Und was ihr da machen könnt, könnt es tatsächlich auch nutzen, zum Beispiel um Buchzeichen zu machen oder sowas in dem Stil. Jetzt hier mal 4 cm. Da können wir gleich 2 machen mit. Mag ich die Rückseite? Ja. Das heißt, hier kann ich eins reinmachen, hier kann ich eins reinmachen. Ihr müsst einfach genug Platz haben, dass ihr da dann noch einen Rand ringsherum schneiden könnt. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, wenn ihr abgerundete Ecken haben wollt, dann müsstet ihr die jetzt abrunden. So, schalten wir schon mal das Laminationsgerät ein. Laminationsgerät, falls jemand genau weiß, wie man so ein Ding nennt. Ich nenne es immer einmal so und einmal so. Dann kann ich das hier einschalten und das ist jetzt noch rot. Ready ist, leuchtet nicht, von dem her lasse ich das jetzt genug lange aufheizen. Und dann können wir das hier schon mal richtig drin platzieren. Müsstet ihr natürlich drauf gucken, dass nichts drunter liegt, weil sonst laminiert ihr das mit ein. Kann ich hier auch schon mal bestimmen, was für ein Band ich denn gerne haben möchte. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Weiß. Passt meiner Meinung hier am besten dazu. Und diese Bänder habe ich vom Kreativdepot, wenn ihr mich da fragt. Vielleicht während der aufwärmt, ich werde heute verschiedene, oder ich habe teilweise schon verwendet, Crocodiles verwenden. Ich habe hier eben den Eckenabrunder, der ist super, wenn ihr jetzt dann gerade das Laminationssheet, das wird schon ziemlich stabil und um da die Ecken abzurunden oder auch wenn ich mehrere Papiere miteinander gleich abrunden will, ist das super. Da habt ihr eine 1/4 Inch und eine 1/2 Inch Ecke. Dann um das Anbringen oder fürs Anbringen von Eyelets habe ich die Crocodile. Da habt ihr kleine Löchchen für die, was waren das, die 1/8 und 3/16. Hier haben wir es. 3/16 und 1/8 Inch, genau, Löchlein zu machen und dann hier vorne das um die Eyelets reinzumachen oder zu befestigen. Und die dritte im Bunde ist einfach, weil ich teilweise von den Projekten her, weil ich komme ja, wenn ich irgendwo ein Eyelet anbringen will, nur bis hier hin, also bis es hier anschlägt, und deshalb habe ich mir dann auch die Big Bite noch geholt, weil
ihr seht, wie weit nach hinten ihr hier gehen könnt. Also da könnt ihr auch super große Sachen dann trotzdem da ganz tief reingehen und da noch Eyelets anbringen. So, und das Quatschen hat geholfen, weil das Gerät ist bereit. Ist nicht heiß, wunderbar. Hier ready. Und jetzt gucke ich natürlich, dass das alles nicht mehr verrutscht. Gerade hochheben. Und da, wo das zusammen gemacht ist, da lasse ich das einziehen. Und lasse den einfach automatisch das durchkuppeln oder durchziehen. Es ist ein bisschen ein dickeres Papier und ich merke jetzt schon an den Kanten, dass der noch so ein bisschen Luft hier, also dass es nicht ganz anliegt. Deshalb lasse ich das nochmal durchziehen. Dann schalte ich den aus und dann nehme ich hier meine abgenutzte Klinge, mache die da wieder rein und schneide ich mir mal die Hülle aus und ich lege das jeweils hier auf diese weiße Kante. Weil dann bekomme ich einen schönen gleichmäßigen Schnitt hin. Ihr seht vielleicht, ich mache die Klinge immer in die Mitte und ich schneide aus der Mitte raus, damit ich da nichts verschiebe. Und jetzt forme ich das gleich kurz auch so ein bisschen. Weil solange das noch warm ist, geht es einfacher, um das zu verformen. Und deshalb haben wir das Ganze auch vorgefalzt, damit wir hier schön diesen Rücken erhalten. Kann ich den Rest auch gleich noch schneiden. So, ne? Und dann geht es noch darum, die Ecken abzurunden. Respektive streiche ich das hier kurz noch ein bisschen stärker fest. Und da ich vorhin die Ecken mit einem Viertel-Inch abgerundet habe, mache ich das natürlich auch jetzt. Manchmal schneidet ihr nicht sauber durch, dann könnt ihr das mit einer Schere einfach noch fertig schneiden. Kann vorkommen. Gucken, ob man das auch hier mit dem hinbekommt. Ja, funktioniert auch. Ich habe mir hier kurz eine Schablone gemacht, die auch diesen 1,5 cm Rücken hat. Und jetzt gucke ich hier kurz, wo da die Mitte liegt. Das ist hier. Dann nehme ich meine Crocodile und ich will eigentlich, dass hier unten, es wird ja durchsichtig, das heißt, ich will direkt nach dem Durchsichtigen, die Hälfte des Loches soll auf dem Durchsichtigen liegen, die andere Hälfte auf dem Papier. Das sind bei mir jetzt 4 mm. Das heißt, ich gehe hier 4 mm hoch. Das heißt, ein Loch kommt in die Mitte, eins knapp, also fast am Ende von der Falzlinie, also vor der Falzlinie. So werde ich hier die Löcher reinmachen und zwar mit der kleinen, das heißt der 1/8. Da hat es ein Löchlein oben, wo ich wunderbar durchsehe, wo ich mein Loch mache. Das ist jetzt ein bisschen eine enge Geschichte und hätte das durchaus auch ein bisschen den Rücken ein bisschen größer machen können.
Jetzt kann ich das hier quasi draufhalten, das schön in diese Falzlinie fallen lassen, nach unten ziehen und da genauso die Löchlein machen. Jetzt brauchen wir eben das Gummiband. So, jetzt geht es darum, das Ganze einzufädeln. Und zwar, das ist oben, das heißt, ich gehe hier durch die Mitte einmal rein. Dann lasse ich ein genug langes Stück hier stehen, damit ich das nachher noch verknoten kann. Dann gehe ich einmal rüber. Gehe auf derselben Höhe runter, raus. Dann in der Mitte rein. Könnt ihr euch ein bisschen festziehen, einfach so, dass ihr Zug drauf habt, aber nicht, dass sich das Ganze anfängt zu verbiegen. Jetzt gehen wir hier in der Mitte. Ich mache das Band hier so ein bisschen rüber, damit ich da wieder rauskomme, weil jetzt gehen wir in der Mitte wieder raus. Auch da ein bisschen festziehen. Jetzt geht es wieder rüber. So ein bisschen abschneiden. Hier wieder rüber. Dann geht es auf derselben Höhe wieder runter. Und dann gehen wir auf derselben Höhe, also in der Mitte, gehen wir hier wieder rein. Kurz ein bisschen nachhelfen. Der will da gerade nicht so, wie ich das will. Hilft vielleicht, wenn ihr nicht ganz so ein dickes Band habt, aber man kriegt es hin. So habt ihr außen jeweils einfach 2 Bögen und innen drinne, na ihr seht, also die sind schon angespannt und jetzt kann ich hier das Ganze noch verknoten, dass da auch ein bisschen Spannung drauf ist. Dann könnt ihr den Überstand hier noch abschneiden. Ich lasse da jeweils so 2 cm stehen. So, bei mir auf dem Tisch herrscht mal wieder Chaos. Jetzt, bevor ich meine Notizhefte reinmache, will ich noch einen Verschluss machen, weil ich will, dass ich hier dann ein Band ringsherum ziehen kann. Mal gucken, das reicht gerade wunderbar, was ich hier zu viel abgeschnitten habe. Und jetzt gucke ich hier kurz, wo die Mitte ist. Und jetzt würde ich ja mit der Crocodile, mit der normalen hier nicht nach hinten kommen. Und deshalb habe ich eben die Big Bite. Da mache ich auch ein 1/8 Inch. Oder nee, immer ein 3/16 Inch, sorry. Das heißt, das größere Loch, und je nachdem, was ihr hier oben einstellt, kommt hier unten die größere Klemme raus oder dann die kleinere, oder ihr stanzt vorne oder drückt vorne zusammen, ne? Je nachdem, was ihr gerade machen wollt. Jetzt kann ich hier wunderbar reingehen, bis ich hier vorne da drauf treffe mit der Klemme, die rauskommt. Und natürlich muss ich meine ganzen Bänder von da wegziehen, damit ich da nicht in die Bänder reinstanze. So, habe ich hier mittig das Loch. Jetzt passt da, glaube ich, grün wunderbar dazu.
kann ich das von außen durchstoßen und jetzt eben umstellen nach vorne, dass ich hier das Ganze zusammendrücken kann und kurz gucken, für was die Einstellung ist, für die 3/16 A1. Das heißt, unten muss die 1 liegen, das ist das hier. Also ihr habt auf der Seite, das seht ihr nicht, auf der Seite ist eine Nummer bei der unteren und das muss nach oben gucken. Das heißt, ich drehe das so, mache das wieder rein und hier oben muss es A sein. Das ist genau das hier. Das heißt, ich drehe das so, dass es in die Richtung guckt, mache das rein. So wird es das Ganze richtig pressen. Muss ich auch hier die Schnüre wieder wegnehmen. Vielleicht macht es Sinn, wenn ihr das Ganze macht, bevor ihr die Schnüre einfädelt. Aber jetzt kann ich ganz einfach das hier unterdrücken. Und dann müsste das Ganze eigentlich hier felsenfest sitzen. Na, habe ich hier wunderbar mein Eyelet drin. Und da kann ich jetzt meinen Gummizug durchstoßen. Halte ich das hier kurz ein bisschen fest, mach mal die Bücher rein, damit ich sehe, wie viel Zug ich hier drauf brauche. Ich würde sagen, so passt es. Das heißt, hier will ich den Knoten haben. Und den Rest hier abschneiden und das Ganze wieder hier durchstoßen. Und jetzt kann man noch die Hefte reinmachen. Gucken, das hier ist vorne bei mir. So, teilweise hat mein Papier eine Ausrichtung. Einfach gucken, dass das dann richtig liegt. So, genau. Das heißt, ich mache zuerst das Äußere, hebe das äußere Band und ziehe das Heft hier ganz einfach so durch, bis es hier das Gummi in der Mitte liegt. Dann das nächste. Das heißt, an einer Stelle werdet ihr den Knoten halt sehen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ihr seht, so habt ihr wunderbar ein Notizhefter, was auch schön stabil ist. Das geht euch auch nicht kaputt in der Tasche. Und ihr habt dadurch einiges an Notizseiten, die ihr da verwenden könnt. Und das Schöne ist halt einfach, es ist so flexibel, dass wenn ihr ein Heft voll habt, das rausnehmen könnt und ganz einfach das nächste Heft reinmachen könnt, weil dadurch, dass ihr die Hefte auch selber gemacht habt, bestimmt ihr auch die Größe oder könnt die Größe selber bestimmen. Ne? Hier dieses Notizbuch für unterwegs. Und für die Buchzeichen, da könntet ihr zum Beispiel eben oben auch ein Eyelet setzen. So ein Teil, da gibt es auch solche mit ein bisschen größeren Tellern. Finde ich auch immer schön. Und oben noch ein Tassel dran und dann habt ihr hier wunderbar auch schön stabile Buchzeichen. Ihr könntet das Ganze natürlich auch zum Beispiel beplotten noch, was auch immer ihr damit gerne machen möchtet. So, das war das erste Projekt. So, als nächstes möchte ich gerne ein Notizheft machen mit A5 Seiten und einer Ringbindung. Und diesmal nicht, dass es vorne offen ist, sondern dass es umschlagen kann und dann mit Snap Please festmachen kann.
Und das mache ich auch wieder mit dem matten Laminationssheet. Und wenn ihr euch vorhin gefragt habt von den Seiten her, das sind einfach von Craft Sensations die Blöcke eines der vorhin war Adventures. Und jetzt für dieses Projekt habe ich dieses Magic, wo es wirklich super schöne Seiten drin hat. Da habe ich einerseits für oben eins und eins dann für die Rückseite. Wird dann so quasi sein. Und die sind beidseitig bedruckt. Wenn ihr kein beidseitig bedrucktes habt, könnt ihr auch einfach zwei Papiere in derselben Größe zuschneiden und die aufeinander legen. Könnt ihr auch ein bisschen aufeinander kleben, damit die dann nicht verrutschen, währenddessen ihr das laminieren wollt. Jetzt von der Größe her habe ich mir Folgendes angeguckt. Einfach, ich habe ja vorne dann die Ringbindung und wird es umklappen. Von dem her, die Seiten sind beide 21 cm, weil so hoch sind auch meine Seiten hier. So, ich war mit dem Projekt schon fast fertig und dann habe ich etwas festgestellt, was nicht funktioniert hat. Deshalb bin ich hier nochmal zurück und ich gebe euch kurz die neuen Maße vom Papier an. Für vorne ist es immer noch, also beide sind 21 in der Höhe, aber das hier ist neu, also das vordere habe ich neu geschnitten auf 15 cm und das hier auf 21 cm und habe dann einmal bei 15 und einmal bei 16 gefalzt, damit wir hier diese Vorfalzung schon haben. Somit hier noch die richtigen Werte. Ich werde das jetzt hier quasi, also ihr werdet jetzt sehen, wie ich das Ganze loche und einfädle. Und ich komme dann da wieder dazu, bevor ich hier diese Bindung mache mit den neuen Seiten. Ist heute ein bisschen zusammenschneiden, aber ich hoffe, für euch ist es dann logisch, wenn ich das Ganze geschnitten habe. Wenn ihr jetzt nicht jedes Mal etwas mit laminieren wollt, könnt ihr das auch so machen, dass ihr das hier vorne abschneidet. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich hier noch was reinmache. Ja, so passt es. Und hier für die zweite Seite, da schneide ich es tatsächlich ab. Müsst ihr halt einfach darauf achten, dass ihr das auch dann so aufbewahrt, dass ihr es aufeinander liegen lässt, damit ihr dann noch wisst. Also man spürt es ein bisschen innen drinne, also oben ist es glatt, innen drinne, wo der Kleber ist, hat er so ein bisschen Widerstand, so merkt ihr es eigentlich auch. So, Laminationsgerät aufwärmen. Hier werde ich die Ecken nicht abrunden, weil ich will auch bei den Seiten die Ecken nicht abrunden. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das heißt, wir machen das Ganze eckig. Wenn ihr wollt, ihr könnt nachher auch oben was drauf machen, wenn ihr das wollt, zum Beispiel drauf plotten mit Vinylfolie, oder ihr könntet auch einen Spruch ausschneiden und den reinmachen, auch das geht. Ich finde jetzt aber hier das Motivpapier so schön, dass ich da gar nichts drauf machen will, weil sonst wird mir das ein bisschen zu unruhig. Kann hier vielleicht in der Zeit, wo das warm wird, schon mal anfangen mit den Seiten zu stanzen. A5 Seiten die Hilfe ins A reinmachen. Quatsch. Da ist hier. Und dann kann ich die Seiten schon mal stanzen. Sagt er zwar, er ist ready. Heißt, wir kümmern uns hier um das. Auch wieder festhalten, damit euch das Ganze nicht verschiebt. Und dann, da wo es geschlossen ist, das muss zuerst rein. Schon mal super geworden. Das legen wir flach hin, damit sich das Ganze nicht verbiegt. Und dann noch das zweite. So sieht das Ganze aus mit dem matten
dann die Rückseite und es ist echt super stabil. Auch das zweite durch. Dann mache ich hier noch kurz mit meinen Seiten weiter. Wenn ihr da mit der Reihe durch seid, können wir die Hilfe wegnehmen und dann hier jeweils ins zweitletzte Loch. Also hier drüben habt ihr so einen Stupser und das macht ihr ins zweitletzte Loch hier, macht ihr diesen Stupser rein und dann könnt ihr das nochmal stanzen und dann wieder ins zweitletzte rein. Jetzt sehe ich gerade, der wird mir das hier vorne so ein kleines bisschen durch das nächste Loch anstanzen. Und das will ich nicht haben. Deshalb schiebe ich das einfach so nach vorne, dass ich hier beim letzten lande und gucke, wo ich es hier festmachen muss. Also natürlich hier den Stupser auch in eins der Löcher rein. Aber so habe ich halt oben einen schönen Abschluss und es ist nicht so angefressen. Oder angelocht, sagen wir es mal so. So, dann habe ich hier wunderbar meine Seiten alle gleichmäßig gestanzt. Wir müssen das Ganze ja zuerst noch zurecht schneiden. Ich lege das auch hier wieder schön entlang dieser weißen Kante, die ich drin sehe, vom Falzbrett. Jetzt mag ich das nicht so, wenn das hier wirklich scharfe Kanten sind. Von dem her runde ich die einfach ein kleines bisschen ab. 4 mm. Dann haben wir hier auch nicht mehr so scharfe Kanten, sondern die sind dann schön abgerundet. Das lege ich beiseite für irgendein anderes Projekt. Und jetzt geht es darum, hier die Löcher auch zu machen. Und jetzt ist das Ganze durch das Plastik ringsherum ein bisschen größer. Und deshalb lege ich mir eine der Seiten hier hin und gucke mal, wo ich zu liegen komme, wenn ich das stanze. Ich halte das kurz fest, nehme es weg und sehe hier, dass ich mit dem Plastik bei 9 cm liege. Das heißt, genau da lege ich es an. Und das mache ich dann auch beim zweiten. Upsi. Kann sein, dass es dann ein bisschen viel Material ist. Da könnt ihr das einfach wegziehen. So, mache ich das bei dem zweiten auch. Moment, das wird so liegen, das heißt hier bei 9 cm. Und dann sind beide gleich. Und dann können wir auch hier wieder das zweitletzte Loch den Stupser reinmachen. Ihr seht, wie stabil dieses laminierte, also die Laminationssheets sind, dass ich hier wirklich das noch wegziehen muss. Und dann kommt die andere Seite drin, oder respektive die Seite hier. Jetzt kurz gucken überhaupt, wie viele ich von denen brauche. Das heißt, hier hinten abschneiden. Und dieses Stück könnt ihr noch für ein anderes Projekt verwenden.
Und ne, das ist die kleinere Rinnenbindung, weil hier für die Multicinch habt ihr, also reicht es hier nicht für die großen Bindungen, von dem her habe ich hier die kleine. Jetzt kommen zuerst die, also das legen wir hier so hin. Ne? So, ich merke irgendwie, mein Hirn funktioniert heute nur bedingt. Wir schieben das jetzt mal auf meine Krippe. Jetzt können wir die Seiten so bündelweise da drauf stülpen. Ich habe jetzt hier blankes Papier, könntet dann natürlich auch, wenn ihr was drauf gedruckt habt. Dann kommt die Vorderseite. Das ist ja meine Rückseite, da sind die Löcher hier und die lege ich jetzt auch noch so drauf. Warum machen wir das? Damit wir hier die unschöne Seite von dieser Bindung quasi hinten vor der letzten Seite verstecken können. Könnt ihr das so ein bisschen aufwedeln, damit das hier schön in der Bindung drin liegt. Weil jetzt stoßen wir das hier hinten an, dass das wirklich schön flach entgegenliegt. Ihr seht hier fast nichts, ne? Hier schön flach hinten dran. Ich drehe das auch immer wieder, einfach so, bis die Zähne hier wirklich schön verschlossen sind. Oder das so ineinander übergeht. So. Und dann könnt ihr hier am Ende, ich lasse das ungern jeweils so stehen, ich drehe das so ein bisschen rein und lege es quasi hier drauf, damit sich da niemand wehtut damit. So, jetzt können wir diese Seite nach vorne nehmen und so verschwindet jetzt eben diese Bindung vor der letzten Seite und die habt ihr dann nicht außen. So, meine Lieben, ich konnte den Schaden beheben. Ich konnte es sogar noch einfädeln hinten, dass das wieder reingepasst hat. Und eben diesmal mit der Falzlinie passt es auch wunderbar. Ich habe hier auch nicht mehr diesen großen Abstand jetzt, dadurch, dass ich es ein bisschen kleiner gemacht habe. Und jetzt wollen wir hier vorne noch einen schönen Verschluss machen, den ich eben vorher ein bisschen vergeigt habe. Kurz gucken, wie weit ich hier rein will. Ich gehe von der Falzkante 3 cm rein. Achso, Falzkante 3 cm und ab Papier 1 cm hoch. Ihr seht hier gar nichts, ne? So, Falzkante plus 3 cm, das heißt, ich habe jetzt bei 3 angelegt und dann sind es hier 6 cm plus von der Papierkante nach oben gehe ich 1 cm und hier mache ich mir eine Markierung. Das heißt, hier will ich ein Loch haben und dasselbe dann auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich lege es auch hier bei 3 cm an, gehe auf die 6 cm. Dann kann ich hier mit der 3/16 hier Loch reinmachen, da wo ich es mir quasi markiert habe. So. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe ein Gummiband durch und mache das hinten dann mit Ösen fest. Das heißt, zuerst das Gummiband. Ich mache es jetzt zuerst mal hier oben. Das muss wahrscheinlich so, ja, das heißt von außen nach innen. Die Öse natürlich auch von außen nach innen. Das heißt, ich habe zuerst hier das Gummiband. Dann gehe ich mit der Öse drauf. So, jetzt. Und ihr seht, na, so sieht es aus. Das heißt,
die Schnur kommt nicht durch die Öse, sondern neben der Öse durch. Und so können wir das jetzt hier festmachen. Und dann hält das hier auch. Das heißt, ich kann den Rest hier abschneiden. Und jetzt muss ich gucken, wie stark ich das hier festziehen will. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, so hält es fest, würde ich sagen. Das heißt, ich halte das hier kurz fest, mache das Ganze wieder auf. Und jetzt kommt auch von hier eine Öse rein. So, dann können wir auch die festmachen. Dann hält das Gummiband auch hier fest. Können wir das auch noch abschneiden. So. Und dann haben wir hier hinten, wenn euch das stört, könnt ihr da noch immer was draufkleben. Mich stört das jetzt nicht so wahnsinnig, weil es ist die hinterste Seite. Aber so haben wir jetzt einen einfachen Verschluss für ein Notizheft. Na, schön hier mit dem Lila. Auch hier hinten die Eyelets im Lila und dann mit diesem lila Gummizug und dann eben hier schön quasi, also dem passiert echt nichts, weil es ist laminiert. Also ne, aufmachen und dann könnt ihr das Notizheft ebenso befüllen, wie ihr wollt. Bei mir sind es jetzt blanke Seiten. Jo. So einfach ist das gemacht, wenn ihr nicht den Umweg wie ich über einen falschen Verschluss macht. Weil ich wollte es eigentlich mit Snap-Blies machen, aber irgendwie war das dann hier vorne. Es war dann quasi so und das hatte hier echt einen riesen Abstand und das hat mir so einfach nicht gefallen. Und deshalb jetzt diese Lösung, weil so gefällt mir das echt super. Und ihr seht es eben auch mit diesem matten Laminiersheets wird es auch wirklich super schön. Und der Vorteil eben auf beiden Seiten. Das habt ihr jetzt wirklich schön wasserfest verpackt quasi. So, und jetzt machen wir noch ein Projekt, vielleicht zwei. Ne, wir machen noch zwei Sachen und dann ist aber für mich heute auch Feierabend, weil ich merke es echt, dass ich noch nicht fit bin. Ich bereite das kurz vor und bin dann gleich wieder bei euch. So, für das nächste Projekt darf es mal wieder ein bisschen Stuff Deluxe sein, weil ich deren Motive wirklich super finde. Wir werden hier eine Tasche machen und deshalb habe ich hier ein Papier, was 22 cm ist, bei 11 cm gefalzt und in der Breite ist es 10 cm. Das könnt ihr natürlich so anpassen, wie ihr wollt. Dann, das hier muss einfach so breit sein wie euer Papier und dann habe ich für mich hier 4 cm gemacht. Das habe ich zweimal gemacht und dann für hier ein kleines Motiv und hier drüben auch ein Motiv. Bevor ich das durch das Laminationsgerät durchkohle, mache ich das so, dass ich das kurz festmache. Einfach damit es dann an Ort und Stelle bleibt. Das heißt, ich mache hier den Deckel schon dahin, wo der ungefähr dann zu liegen kommt. Und jetzt fürs Laminieren ist es so, dass ihr den Deckel quasi, so wie ihr den haben wollt, aufklappt. Ich habe noch was vergessen, nämlich das Ganze abzuknipsen. Weil bei den Taschen mag ich das eigentlich lieber, wenn das alles so ein bisschen abgerundet ist.
So, nochmal. Und so wäre es drauf. Und so klappen wir das Ganze quasi auf. Ne? Dass es so in das Laminations- oder Laminierpapier reinkommt. Jetzt stoße ich das hier ganz nach vorne. Und hier lasse ich einen kleinen Spalt, damit ich das dann nachher auch einfacher umlegen kann. So ein 2 Millimeter. Ja, machen wir es so. Dann noch das hier rein. Und zwischen den beiden müsst ihr natürlich auch Abstand lassen, damit ihr das dann entsprechend auch schneiden könnt nachher. Jetzt müsste das eigentlich stimmen. Und genau so halte ich das dann fest und spule das durch das Laminationsgerät. Gerade weil ich hier noch Sachen drauf gemacht habe, das heißt ich verschiedene Höhen vom Papier habe, spule ich das nochmal durch. So, dann schneide ich mir hier kurz meine Taschen aus. Jetzt geht die hier mit dem Präzisionsmesser zwischen, wir haben ja hier 2 Schichten Papier. Das heißt, ihr schneidet es hier ein bisschen an, nicht zu tief, und versucht dann zwischen das Papier zu kommen. Natürlich auch nicht bis ganz draußen. Dann habt ihr hier quasi eine Tasche gebildet. Und so könnt ihr das Ganze nochmal durch das Laminiergerät durchziehen lassen. Dann können wir auch hier die Ecken noch abknipsen. Dann könnt ihr das hier auch schon so ein bisschen in die Form biegen. Vielleicht geht es auch am einfachsten, wenn ihr das kurz nachdem ihr das durchgespult habt, wenn ihr das dann gleich umbiegt, damit das Plastik, solange es quasi noch warm ist, schon merkt, wo es sich hinbiegen muss. Jetzt schon fast wirklich rausnehmen aus dem Laminiergerät und das hier schön feststreichen. Nehmen wir das drauf zum Beschweren. Und dann könnt ihr das so verschließen, wie ihr das wollt. Ich habe hier so kleine Klettverschlüsse. Einmal runternähen. In die Ecke kleben. Zweite Ecke kleben. Dann den Kleber vom zweiten oder die Abdeckung des Klebers lösen und dann hier schön festdrücken und dann habt ihr hier wunderbar einen Klettverschluss. Und so habt ihr hier kleine Umschläge gebastelt, wo ihr Sachen aufbewahren könnt und die könnt ihr dann eben auch in der Größe machen, wie ihr das haben wollt. Je nachdem Verschlüsse könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das gerne verschließen wollt. Und ihr könnt natürlich auch zum Beispiel hier oben dann oder unten oder wo auch immer ihr das gerne machen wollt, noch ein Loch reinmachen. Dann könntet ihr solche Umschläge zum Beispiel auf einen Ring aufziehen, wie auch immer ihr das gerne hättet. Das ist diese Idee, um eigene kleine Aufbewahrungsumschläge zu machen, mit ganz einfach ein bisschen Papier und Laminierfolie. Und dann haben wir hier natürlich auch
die kleinen Tags, die ihr für irgendetwas noch verwenden könnt oder auch eben Buchzeichen wieder aus den Resten. Das heißt, ihr könnt da immer, wenn ihr irgendwas auf dem Laminationsblatt übrig habt, das abschneiden oder ihr packt da einfach noch was Zusätzliches mit rein. Für das letzte, was ich euch heute zeigen wollte, habe ich das Laminationsgerät schon eingeschaltet. Ich habe hier ganz einfach eine Seite genommen von diesen Laminationssheets und dann quasi das in zwei Teile geschnitten. Das 15 cm, das 14 cm. In der Höhe habe ich hier einfach einen halben Zentimeter abgezogen. Im Moment liegen die, also ich habe es so geschnitten. Und was ich jetzt mache, ich wende die beiden, dass ich jetzt quasi die Innenseite angucke. Das heißt, die Schicht, wo ich merke, da ist Kleber drauf, die liegt jetzt außen. Die wieder schön aufeinander. Und so packe ich das jetzt hier rein, dass ich auf beiden Seiten denselben Abstand habe und es oben quasi auf der Kante liegt. Könnte es eigentlich hier unten noch abrunden. Sorry. Machen wir doch noch kurz. Einfach weil ich bei den laminierten Sheets das einfach nicht so mag, wenn ich diese scharfen Kanten habe. So, jetzt ist es überall abgerundet. Platziere ich das nochmal hier schön drin, dass es eben auf den Seiten in etwa den gleichen Abstand hat und oben schön anliegt. Und so lasse ich jetzt das quasi, Moment, hier ist der Verschluss, das heißt, so ziehe ich das jetzt durch. Oder lasse es durchziehen. Das ist oben offen und der Rest ist zu. Ich mache das gleich auch nochmal mit einem, was jetzt nicht matt ist, weil ich gerade gemerkt habe, dass weil ich mit denen, die nicht matt sind, noch gar kein Projekt gezeigt habe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da immer noch oben entweder in eine Seite oder in beide Seiten, ich mache es jetzt nur auf einer Seite, so einen Halbkreis in ungefähr der Mitte reinmachen. Bei dem hier hat es wunderbar funktioniert mit der Einbuchtung, die da oben reinzumachen. Und so habt ihr jetzt wunderbar, zum Beispiel, wenn ihr eure Stempel aufbewahren wollt oder sonst etwas, wo ihr durchgucken wollt. Ne? Hier das mit der milchigen. Hier ist es einfach so, das seht ihr durch, aber das ganze Ding mit Stanzen und Ecken abrunden funktioniert hier ein bisschen schwieriger. Aber ihr habt natürlich hier eins, wo ihr komplett durchseht. Ne? Also das zum Beispiel, wenn ihr solche Aufbewahrungssysteme machen wollt. Und das waren jetzt eigentlich auch schon die Projekte, die ich euch heute zeigen wollte. Ne? Hier so ein Travelers Notebook mit euren eigenen Notizblöcken drin, die ihr durch diese Bindung auch austauschen könnt. Und hier ganz einfach mit einem Elastik drum, um das festzuhalten. Das mit den matten Laminationssheets. Dann hier aus den Resten, dass ihr wunderbar auch Buchzeichen machen könnt. Da könntet ihr eben oben auch noch ein Eyelet reinmachen und einen Tassel dran machen und dann hättet ihr wunderbar ein Buchzeichen. Ihr könnt hier drauf auch immer noch plotten. Ihr könntet auch, bevor ihr das Papier reingebt zum Laminieren, könntet ihr auf dem Papier einen Plot drauf machen und das dann gleich mit versiegeln, ne? Ginge auch. Das war so das erste und da könnt ihr eben in der Größe so groß gehen, wie ihr das haben wollt. Ich habe hier auch schon mal eine Hülle für was Größeres und hier auch ein größeres Buchzeichen. Da seid ihr echt einfach, die einzige Einschränkung ist quasi die Größe von eurem Laminationssheet. Dann hatten wir hier wie ihr ein Notizbuch mit einer Ringbindung, mit einer schönen, robusten Hülle machen
könnt. Hier ganz einfach Gummiband mit den Eyelets eingezogen, so dass ihr das auch verschließen könnt und eben durch die Laminationssheets auch wunderbar robust sind. Auch das war das Matte. Dann, wie ihr hier so kleine Tütchen quasi machen könnt, wo ihr was reinpacken könnt, aufbewahren könnt. Mit Klettverschlüssen, aber eben Verschlüsse macht ihr einfach das, was für euch stimmt. Hier auch aus den Resten wieder ein Buchzeichen oder auch so kleine Tags, kann man auch immer wieder brauchen. Wie gesagt, ich mache da einfach, wenn ich noch Platz habe auf dem Sheet drauf, mache ich einfach noch ein paar Sachen rein. Und dann hier diese beiden Aufbewahrungshüllen, einmal mit dem matten und einmal hier mit dem glänzigen, also durchsichtigen. Na, das waren so die Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, das mit der Stimme ging einigermaßen für euch. Für mich sie hat gehalten. Schöne Sache. Aber ich glaube, ich gehe dann nach diesem Video auch wieder nach Hause ins Bett. Ja, ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch, dass ihr da auch Lust habt, das selber mal auszuprobieren und natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und einen guten Start in die Woche. Bis bald!